Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf F24 auf meinem geliebten Ohrkrieger. Dort waren wir schon länger nicht mehr. Allerdings jetzt zum gegebenen Anlass. Wir haben die 650 erreicht. Ja, das ist natürlich mal wieder ein Meilenstein, wo man natürlich auch mal wieder ein Video aufnehmen kann. Allzu viel gibt es hier ja auch nicht so zu sehen auf dem Account. Es ist ähnlich wie bei meinem Battle Mage. Wer das Video da gesehen haben sollte, hier machen wir quasi das Ähnliche auf dem Account. Wir spielen erstmal so ganz normal unser Daily Business so durch, sag ich mal. Wir schmeißen jeden Tag was ins Klo rein, lass es ein Epic sein, meistens ein Epic, ja, und wir warten, bis wir hier Aura Stufe 400 erreicht haben und bis dahin leveln wir jeden Tag natürlich fleißig weiter, ja, und wenn man sich die Items mal anschaut, dann sieht man hier, jo, da ist auf jeden Fall, da sind ein paar Stat-Punkte rauszuholen, sag ich mal so, ne, und wir haben uns halt seit dem Toiletten-Update hier auch nicht mehr neu equipped, man sieht das ja auch hier noch. Ich habe hier Items drauf, die haben noch nicht mal Gegenstandsqualität bis auf die Waffe, weil ich die mal für den World Boss brauchte. Aber selbst da ist die auch schon wieder outdated. Wir haben hier momentan eine Gegenstandsqualität von 985 und genau. Deswegen dahingehend sind wir auf jeden Fall, haben wir einiges offen hier auf dem Account, auf dem Server. Und ja, ich werde mich erst neu equippen, wenn wir die Aura-Stufe auf 400 haben von der Toilette. Und dann werden wir auch hier auf dem Account noch ein paar Dungeons machen. Ein bisschen was habe ich hier auch noch offen. Nicht so viel wie auf meinem Battle Mage, da habe ich sogar noch mehr offen als hier auf dem Krieger, also da ist tatsächlich noch mehr Potenzial und der ist ja schon weit über 700. Ne? Hier haben wir trotzdem aber immer noch sehr gutes Potenzial, viele Level zu machen, vor allen Dingen, wenn wir dann uns neu equipped haben. Denn wenn wir uns mal so hier umschauen, dann sehen wir hier, okay, wir befinden uns gerade auf auf Platz 75, das ist natürlich sehr weit unten, aber der Schein, der kann nicht mehr trügen als, ja, also der Schein trügt. Sagen wir so, der Schein trügt. Wir sind weiterhin noch, und das war damals schon so gewesen, mit diesem Char hier unter den Top 10 der stärksten Spieler auf F24, ehemals auch mit W50. Denn dadurch, dass wir uns halt eben nicht neu equipped haben, aber viele um uns herum das gemacht haben, seitdem das Toiletten-Update draußen ist, haben ja viele die Gelegenheit genutzt und haben sich neu equipped, schön viele neue Dinge sich geleistet und so weiter und so fort und dadurch sind sie natürlich temporär. Ja, und da sind wir jetzt bei den temporären Stats und den Base-Stats, die ich immer so erwähne, sind die natürlich temporär über uns. Das ist natürlich klar, aber wenn man das aushalten kann und aussitzen kann, dann ist das eigentlich gar kein Problem, weil mir am Ende des Tages keine Stat-Punkte weglaufen sozusagen. Wir sind immer noch unter den Top 10 der stärksten Accounts hier auf dem Server, waren es damals schon, sind es jetzt immer noch. Und wenn wir uns neu equippen, dann spielen wir hier oben auch wieder mit. Nur im Moment halt eben nicht, weil das Toiletten-Update so hardcore reingeknallt hat mit Tausenden von Stat-Punkten und einmal neu equippen, dann hast du 200.000 Total Stats mehr und so. Das macht natürlich viel aus so, aber das ist am Ende des Tages nicht alles, denn die Basispunkte sind das Wichtigste. Denn in einer Liste, die Tim mal zusammengetragen hat, will ich euch mal zeigen, wie das Ganze nämlich in der Realität auf dem Krieger hier so aussieht. Wir haben hier einmal links die Namen, dann das Level, dann die XP. Das ist übrigens eine Liste, die Top 100 vom letzten Jahr sozusagen. Dann haben wir hier das Wichtigste, die Basispunkte, einmal in Summe und einmal das Jahr über verdient, was das Jahr zusammengekommen ist. Dann haben wir die Total Stats, das sind quasi die Stats, die jetzt mit Equipment und sowas alles dann halt eben dazu gehören. Einmal die Skill Ratio und ja, der Rest ist hier relativ unwichtig. Und wir achten jetzt nur auf die Basispunkte und die Summe davon. Da gehen wir jetzt mal runter. Ja, wir merken uns hier diese Spalte und irgendwann kommt hier unser Name und zwar ist der hier. Platz 56, ja. Und wenn wir jetzt mal hier runterschauen, bei der Basissumme sind wir hier bei 302.000 und um uns herum ist quasi niemand, der irgendwie ansatzweise an uns rankommt. Wir merken uns jetzt mal die Summe 302.000
Basispunkte haben wir auf diesem Server mit meinem Krieger. Ja, jetzt gucken wir mal, wie viele Accounts hier auf dem Server tatsächlich über 302.000 haben. Wenn wir jetzt mal hier hochgehen, dann sehen wir bisher noch keinen einzigen. Ja, hier hat jetzt jemand mal 300.000. Dann hat hier jemand 302.000, genauso viel wie ich. Dann hier der erste, der über uns ist, mit 304.000. Ja, dann wieder nix, 301.000, ist doch knapp unter uns. Dann hier der zweite, der über uns ist. Ja, dann haben wir Tim, der ist auch, ja, genauso gut wie ich, sag ich mal, auch mit 302.000. Dann haben wir hier den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten, den siebten. Das heißt, wir sind momentan der 8. stärkste Account auf dem Server nach Basispunkten, beziehungsweise, ja, ich sag mal, in der Top 10 drin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich genau der 8. stärkste bin, weil die anderen, es gab hier zwei, einmal Tim, der hat 302.000 und hier Paulino auch 302.000 und ich habe ja auch 302.000. Auf die 100 Paar Basispunkte sei jetzt mal geschissen, aber wir sind auf jeden Fall zwischen Platz 8 und Platz 10 irgendwo von F24, was ja wirklich ein sehr starker Server ist, weil da ja auch W50 mit dabei ist und so weiter und so fort. Und das Silver Player ist zum Beispiel auch jemand, der kam ja von W47 war das gewesen, also ist nochmal 3 Server vor uns gestartet. Diesbezüglich hat er natürlich mehr Basispunkte als wir und der Rest ist hier, glaube ich, soweit ich weiß, in den Top 10 W50. Er hier ist auf jeden Fall W50, Jurik auch, Natsu, Actimelele und Tim, das sind ja alle Spieler, die sind auf W50 groß geworden und haben da angefangen zu spielen. Deswegen nach wie vor der Krieger, den ich hier spiele, sollte nicht abgeschrieben werden, nur weil es momentan gerade nicht so gut aussieht, sag ich mal, weil ja, wir uns einfach in Geduld wiegen und uns nicht neu equippen. Heißt das nicht, dass unser Account jetzt schlechter ist dadurch, im Gegenteil. Wir haben jetzt halt eben die Basispunkte, darauf können wir aufbauen und wenn wir uns dazu eines Tages entscheiden, wieder das neue Equipment anzulegen, ja, dann spielen wir hier oben von den Total Stats wieder ganz, ganz oben mit und sind halt hier wieder einer der Besten auf dem Server. Und ja, damit bin ich auch wirklich mehr als zufrieden. Also hier, wie gesagt, der Schein trügt. Ja, das hat nichts zu sagen. Hier nach wie vor befinden wir uns in der Realität hier oben irgendwo. Und das ist vollkommen fein für mich. Für so einen starken Server hier ist das wirklich eine gute Leistung nach wie vor. Ne? Das Silverplay hat ja auf 47 hier gestartet. Der Rest ist hier soweit in 50. Ne? Und natürlich haben wir hier natürlich auch 46, 47, 48, 49 und halt eben W50, die hier fusioniert worden sind. Und da halt in den Top 10 mitzuspielen als der Server, der hier zuletzt fusioniert worden ist auf F24, ist das natürlich sehr, 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 sehr gut. Also die Pläne sind klar, auf jeden Fall. Wir gehen weiter in Richtung ja, Kloaura 400 und werden uns da richtig fett neu equippen. Ich bleibe auch bei meiner Skillung nach wie vor hier. Mit den 50-50 fahre ich eigentlich ganz gut, denke ich mal, als Krieger und kann es eigentlich kaum erwarten, bis wir hier soweit die Aura gemaxt haben und dann halt eben auch bis dahin höher sind noch vom Level her, weil ich finde halt einfach, dadurch, dass man mit Stufe 600, 650 noch relativ schnell levelt, ja, plus halt die Aura-Stufe, wenn wir jeden Tag ein Epic reinwerfen, dann leveln wir die Aura-Stufe auch sehr schnell. Innerhalb von, ja, einem halben Jahr ist das Equipment wieder so outdated, dann kannst du dich wieder neu equippen. Deswegen, ich ziehe durch, ich warte, bis wir am Maximum sind und equippe mich dann einmal komplett neu und dann scheppert's aber richtig im Karton. Ne? Dasselbe halt eben auch auf meinem Battle Mage. Und ja, genau. Ansonsten mit der Holzfällerhütte sieht soweit auch tippitoppi aus. Ja, wir haben zwar hier einen, der ist jetzt schon ein paar Tage inaktiv, den habe ich schon angeschrieben, was da los ist. Ansonsten müssen wir ihn leider erstmal austauschen. So. Ansonsten sind soweit noch alle aktiv und kämpfen hier nach wie vor wacker mit auf dem Server. Deswegen Grüße gehen raus an die Hütte auf jeden Fall. Ne? Gut, aber das soll es auch erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Wenn ihr mehr vom Krieger sehen wollt, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.